Ohne Reservation und mit dem Wohnmobil nach Dubrovnik. Mal schauen, ob uns das heute gelingt. Schnell ein bisschen links fahren, das ist genau ein Stein, da wo unsere Auffahrrampen hin sollen. So, wir haben einen Campingplatz gefunden, direkt in Dubrovnik. Ohne Reservation sind wir hingekommen, eine Nacht bleiben wir und wir zahlen 34 €. Muss man dazu sagen, ist eher teuer für einen Campingplatz zu dieser Zeit in Kroatien. Aber es gäbe auch oberhalb und unterhalb von Dubrovnik, also außerhalb der Stadt, Campingplätze, die günstiger sind und man kann das Wassertaxi nehmen in die Stadt. Das kostet aber auch 10 € pro Person. Somit sind wir eigentlich ganz gut dabei mit 34 €. Denn später kann man, oder ich glaube, wir nehmen eher das Taxi, wir sind nicht so die Busfahrer, aber man kann den Bus nehmen für 2 € pro Person in die Stadt. Es sind etwa 10-15 Minuten zu fahren und wären 3 Kilometer zum Laufen. Grüezi! Servus! Und hallo! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen dich mit nach Dubrovnik, genau gesagt 24 Stunden in Dubrovnik. Das sind unsere Ausgaben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like, ein Abo da und wenn du eine Frage zu Dubrovnik hast, dann stell sie uns. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Ich bin Patricia und das ist Simon. In unserem Van bereisen wir Europa. Wenn du magst, begleite uns ein Stück. Wir haben es geschafft, wir sind in Dubrovnik. Wir wollten ja schon mal 2021 im Spätsommer, im September, wollten wir nach Dubrovnik. Haben wir leider nicht geschafft, es war noch relativ voll und zudem ging es uns nicht gut. Wir hatten dort eine E. coli-Vergiftung in Albanien erwischt. Und darum heute im Oktober 23 erkunden wir Dubrovnik. Das hinter mir ist die berühmte Stadtmauer von Dubrovnik. Die zählt sogar zum UNESCO-Welterbe. Sie wurde im 8. Jahrhundert erbaut und vom 12. bis zum 17. Jahrhundert wurde sie weitergebaut. Sie hat diverse Türme, sie hat Gräber, sie hat alles Mögliche, was so eine Stadtmauer haben soll. Und 1667 gab es sogar hier ein schweres Erdbeben und die Mauer ist vollständig stehen geblieben. Und für alle anderen, die es Wunder nimmt, das da hinten ist ein Game of Thrones Drehort. Okay. Ja. Also ich habe gerade nachgeschaut, wenn man auf die Stadtmauer will, kostet das 35 € pro Person. Letztes Jahr war es noch 27.
Dubrovnik war früher oder hat früher Ragusa geheißen und Ragusa hat einen sehr hohen Stellenwert in der Geschichte von Kroatien, denn es hat die slawische und kroatische Kultur geprägt. Das sieht man unter anderem in der Literatur oder eben in der Malerei. Und was übrigens auch spannend ist zum Namen Ragusa. Ragusa ist ja ein Schweizer Schokistängeli und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Und ja, hat es tatsächlich, denn der Erfinder von Ragusa, der war mal in Dubrovnik oder eben ehemals Ragusa und hat das so schön gefunden. Und als er dann das Schokistängeli gemacht hat, hat er wirklich das Schokistängeli Ragusa getauft. Übrigens, da drüben fährt soeben die Seilbahn. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Irgendwo da. Wir haben ja schon unser Weihnachtsmann, Weihnachtsbaum, genau, in Rovaniemi gekauft. Falls du dieses Video nicht gesehen hast, ich verlinke es dir mal, es war echt cool und jetzt ist es noch wärmer. Ja. Ja, es gibt auch immer noch ein paar Zeitzeugen hier hinter mir. Es war ja auch der Jugoslawienkrieg und da wurde Dubrovnik eben auch überfallen. Und ein Künstler hat das so ein bisschen festgehalten. Schade, aber gehört auch zu unserer Geschichte. So, während Patrizia da drin am Shoppen ist, die Sonne ist leider untergegangen, das heißt, wir kriegen Hunger. Und jetzt gehen wir mal nachher durch so eine kleine Seitengasse und suchen uns irgendwie ein schönes Restaurant. So, das Essen war sehr gut. Ich hatte Risotto mit Trüffel und Simon auch Pasta mit Trüffel. Und ich schaue immer wieder mal, Ari haben wir ja nicht dabei, aber wir haben eine Arenti-Kamera installiert, die ist ziemlich mobil, können wir einfach aufstellen und das funktioniert relativ gut mit dem Internet, mit Starlink. Und da sehen wir immer, was Ari macht. Er schläft. Also er scheint uns nicht zu vermissen. Die Kugeleis ist zwar hier doppelt so teuer wie sonst in Kroatien, aber es schmeckt halt lecker, hast du getroffen. Es ist schon cool, 2 Eis pro Tag. Guten Morgen aus Dubrovnik, genau gesagt vom Campingplatz. Wir haben super geschlafen, nein eigentlich nicht, es war ein bisschen laut. Abends hat noch ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, ist ausgelaufen. In der Nacht kam eins, ich war nämlich vorhin schon am Strand unten und es ist noch ziemlich schön. Darum habe ich mir jetzt die Kamera genommen und zeige dir das mal. Ich bin jetzt hier am Strand, setze mich mal hin und du siehst, es ist ziemlich viel Betrieb. Vorhin war das noch nicht so. Wir haben hier hinten ein Kreuzfahrtschiff, das kommt von Ancona, ist gestern Abend losgefahren und setzt eben in den Hafen von Dubrovnik ein. Wir haben dort hinten ein Schiff, das kommt von Venedig.
ist vorgestern losgefahren und heute um 7 eingelaufen. Und wir haben dort hinten nochmal Mein Schiff 5. Also schon ziemlich ein Kommen und Gehen oder halt einfach viele Kreuzfahrtschiffe, die hier halt machen. So, ich habe gerade nachgeschaut, denn ich habe so eine App auf dem Handy. Das Mein Schiff kommt von Split und hinter dem Mein Schiff gibt es noch 2 weitere kleinere Kreuzfahrtschiffe. Eins von Montenegro und auch eins von Italien. Also es stehen dort jetzt 5 Kreuzfahrtschiffe. Finde ich krass. Das ist wirklich krass. Schon alleine, wir haben uns gestern darüber unterhalten, was sie so an Dampf ablassen. Ich meine, so sieht man das gar nicht, aber als sie dort, wir sind ja über die Brücke dort gefahren, und als das dort stand, sagt man stand? Ich weiß gar nicht, ob man sagt stand, aber als es dort im Hafen ist, hat es, obwohl es nicht in Betrieb ist, hat es jede Menge Rauch abgelassen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gesund, aber ja. So, ich gehe jetzt wieder zurück zum Van, habe sie unten gesehen. Im Sommer ist es definitiv, kann schön sein hier unten. Es gibt auch auf dem Campingplatz gibt's einige Plätze, bei denen man sieht, welche Schiffe ein- und auslaufen. Das könnte auch noch cool sein. Hier unten hat eben alles geschlossen. Es ist Nachsaison. Der Campingplatz hat vom 1.4. bis zum 21. Oktober geöffnet. Reservierung würde ich sicher in der Hauptsaison empfehlen. Jetzt in der Nebensaison würde ich sagen, ab Oktober braucht es vielleicht keine Reservierung mehr. Wir haben keine gehabt. Aber ich habe gelesen, irgendwo in einer Facebook-Gruppe, dass sie Ende September Mühe gehabt haben, einen Platz zu kriegen. Und der Campingplatz hat doch viele Plätze. Übrigens ist der Campingplatz von Valamar, das ist ja so eine Campingplatzkette, die gibt es auch in Rovinj. Ich glaube, wir waren mal auf einem in Rovinj. Aber jetzt geht es zurück im Van, denn ich möchte noch Kassensturz machen. Es nimmt mich nämlich Wunder, wie viel so 24 Stunden in Dubrovnik gekostet haben. So, ich habe jetzt Kassensturz gemacht von unserem Dubrovnik-Aufenthalt, die 24 Stunden, die wir dort waren. Für den Campingplatz haben wir 34,41 bezahlt. Dazu muss ich sagen, er war relativ zentral in Dubrovnik. Wir hatten nur eine Viertelstunde in die Stadt mit dem Taxi. Was zwar für einen Campingplatz in Kroatien doch eher teuer ist in der Nebensaison. Dann haben wir eben mit dem Uber 9,29 bezahlt in die Stadt. Essen waren wir. Ich habe Risotto mit Trüffel gehabt und Simon Pasta mit Trüffel und ein Glas Wein. Das hat 63,04 gekostet. Zum Nachtisch gab es ein Eis für 10,80. Das finde ich doch schon sehr teuer. Aber ja. Dann waren wir noch in einer Bar, 2 Drinks, je ein Drink, 28 €. Und der Uber zurück in die Stadt 6,50. Man muss dazu sagen, auch hier kann man es günstiger nehmen. Man kann mit dem Bus in die Stadt, was glaube ich 2 € pro Person kostet. Ja, wir sind lieber mit dem Uber unterwegs, weil wir schneller sind und gemütlicher. Was total macht 152,05 € für 24 Stunden Dubrovnik. Was schon relativ viel ist. Aber man ist ja nur einmal im Dubrovnik. Was findest du zu diesem Preis? Und wir haben ja in der Altstadt zu Abend gegessen. Das wäre sicherlich außerhalb der Altstadt auch billiger gewesen. Aber eben, einmal im Dubrovnik muss man das schon machen. So, und wir sind mittlerweile wieder zurück in der Natur, nämlich in Montenegro. Und es ist echt traumhaft schön, weil hier ist nichts los.
Hier ist so ruhig, so still, man hört nur die Vögel und wir sind gespannt, was wir in Montenegro alles erleben dürfen und nehmen dich natürlich mit, und zwar nächsten Sonntag um 9 Uhr auf diesem Kanal. Wir würden uns freuen, wenn auch du dabei bist und hoffen, dass dir das Video von Dubrovnik gefallen hat. Wünschen dir einen ganz schönen Sonntag oder ganz schönen Tag, wann auch immer du das Video schaust. Lass Liebe da, abonniere unseren Kanal und schreib einen Kommentar und bis nächsten Sonntag. Tschüss!